Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder etwas mit und wir starten direkt mit einem neuen Projekt. Wie ihr wisst, sind wir ein riesengroßer Haushalt. Bei uns laufen meistens beide Waschmaschinen und teilweise auch beide Trockner gleichzeitig und dadurch entsteht natürlich ein riesengroßer Stromverbrauch. Unser Nachbar hat schon länger eine Solaranlage und hat schon geschwärmt, wie viel Strom er dadurch spart. Da haben wir auch nachgedacht und überlegt, dass das natürlich auch ideal für uns wäre. Und deshalb haben wir uns jetzt für ein System entschieden, und zwar das Jackery Home Power 2000 Ultra. Und das bauen wir jetzt gemeinsam auf, beziehungsweise das macht der Hikmet. Ich gucke nur zu. Das hier ist ein Plug-and-Play Balkonkraftwerk, ganz ohne Bohren oder komplizierte Installation. Wir bauen es jetzt auf unserer Garage auf. Wirklich jeder kann das selber aufbauen, es geht schnell und ist super unkompliziert. Bei unserem Verbrauch lohnt sich das richtig. Wir können bis zu 1300 € im Jahr sparen. Der Jackery Home Power 2000 Ultra speichert Sonnenenergie in einem Akku, ideal auch bei Stromausfall. Mit bis zu 2800 Watt Solareinspeisung und einem 1500 Watt Wechselstromausgang können wir hier fast alles abdecken, von E-Bike bis zur Kaffeemaschine. Und für unseren großen Haushalt ist das System flexibel erweiterbar auf bis zu 8 Kilowattstunden. Außerdem lädt es automatisch, wenn Strom günstig ist und versorgt uns, wenn er teuer ist. Das ist echt clever. Ja. Sicher ist es auch, mit integriertem Brandschutzsystem und wetterfest bis minus 20 Grad. Also, ihr habt gesehen, das ist super easy. Das kann wirklich jeder ganz, ganz schnell aufbauen. Ich habe übrigens gemerkt, ich glaube, ich habe Höhenangst oder so. Die haben das ja auf der Garage aufgebaut und ich konnte da nicht rauf. Also, Meriem hat mitgefilmt und ich habe mich hier wieder nach drin verdrückt, weil irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich ist das nicht hoch auf der Garage, aber irgendwie dieses von der Leiter darüber zu gehen, das irgendwie, ich glaube, wenn man älter wird, wird man da so ein bisschen empfindlicher. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, bin ich aus dem 5. Stock vom Baugerüst runtergeklettert. Das war kein Problem, aber das auf die Garage rauf ging gar nicht. Naja, aber wie ihr gesehen habt, das ist super easy und es macht echt, ja, ein gutes Gefühl, ja, dass man selber Strom produzieren kann. Und ich mag besonders die App. Damit können wir nämlich sehen, wie viel Strom wir produzieren und wie viel wir verbrauchen. Wenn ihr auch mehr aus eurer eigenen Energie machen wollt, dann schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Da ist der Link mit allen Infos zu Jackery Home Power 2000 Ultra. Für uns war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, gerade bei unserem Stromverbrauch. So, Hikmet zeigt euch jetzt noch sein natürliches Insektenschutzmittel. Und zwar besteht das nur aus vergorener Milch, etwas Spülmittel und Wasser. Ja, ne? Esslöffel Spülmittel. Ein Esslöffel Spülmittel. Das war jetzt ein Esslöffel. Dann Milch, die hat er hier draußen einfach stehen lassen, dass die schlecht wird. Einfach schlechte Milch. Also falls ihr zu Hause noch schlechte Milch übrig habt. Das war jetzt 3 Tage in der Sonne. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Nein, nein, wenn länger, dann wird es als Käse, aber jetzt ist es noch okay. Und das sprühst du auf die Pflanzen, die schon befallen sind oder damit die nicht befallen werden? Auch wenn befallen ist, jetzt ich mache als Vorbeugung, dass sie überhaupt nicht antanzen. Und das wiederholst du ungefähr 2 bis 3 Mal in der Woche. Nachher pausierst du ungefähr 3-4 Wochen und dann wiederholst du es nochmal. Dann bist du auf der sicheren Seite, dass bei dir keine Läuse, Blattläuse, keine Käfer, keine Ameisen kommen. Also 1:5 ist das. Das nimmt genau, ich glaube, es waren 5 Liter, also 4 Teile, also 4 Liter Wasser, 1 Liter Milch. Und wie gesagt, ein Esslöffel. Aber die Milch muss kaputt sein. Natürlich, ja.
wir starten direkt mal mit einem kleinen DM-Haul. Und zwar DM Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob sowas euch interessiert. Ihr könnt mir ja mal gerne reinschreiben. Aber so generell meine Einkäufe interessieren euch, glaube ich. Deswegen dachte ich mal, machen wir mal einen DM-Haul. Ich komme auch direkt vom Sport. Und bei mir beim Sport, da ist auch DM in der Nähe. Deswegen haben wir alle kombiniert miteinander. Also ich bin noch in meinem Sportoutfit. Ich muss mich noch umziehen. Nicht wundern. Aber ja, ich muss sagen, mein Arm tut weh. Ich habe extra aufgepasst und heute beim Krafttraining keine Ziehbewegung gemacht. Also ich kann halt alles, was Drückbewegungen angeht, machen. Zum Beispiel so Liegestütze zum Beispiel. Achso, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe es im letzten Vlog gesagt, ich habe mir einen Tennisarm zugelegt. Ohne Tennis zu spielen, aber nennt sich so. Leider irgendwie bei den Klimmzügen und so, irgendwas habe ich gemacht, irgendwas zu falsch. Ich habe zu viel Gewichte genommen bei irgendwelchen Übungen oder so. Keine Ahnung, was der Auslöser war. Aber jetzt habe ich einen Tennisarm. Ist jetzt unangenehm und ist jetzt richtig doof, weil das dauert richtig lange, bis das heilt. Und wenn ich da halt nicht drauf achte, dann könnte es sogar chronisch werden. Deswegen versuche ich da jetzt super drauf zu achten. Mache jeden Tag jetzt ein paar so Reha-Übungen dafür. Deswegen, ich habe keine Ziehbewegung gemacht, keine Klimmzüge, kein Rudern, alles, was halt mit Ziehen zu tun hat. Kein Bizeps, Curls und so weiter. Ist jetzt ärgerlich. Muss ich jetzt durchziehen. Aber trotzdem merke ich habe trotzdem Gewichte, musste ich in die Hand nehmen und hier und da für andere Sachen. Und ich merke, jetzt tut es doch wieder weh. Also allein, wenn ich schon Gewicht in die Hand nehme, was trage, auch die Einkaufstüten und so. Alles jetzt mit links. Das ist voll doof, das ärgert mich so, weil ich gerade so schön, wenn man so wirklich bei so Fitness, beim Krafttraining ist es ja so, die Regelmäßigkeit macht ja das, dass man immer besser wird und sich immer besser steigert und immer mehr machen kann. Und ich war schon kurz davor, also ich habe schon meinen ersten, sag ich mal, einen Klimmzug schon hinbekommen mit meinem eigenen Gewicht, ohne Zugbänder oder irgendwelche Hilfen. Und ja, jetzt bin ich traurig, dass ich jetzt komplett pausieren muss und wahrscheinlich mein Fortschritt dann eben auch runtergeht und ich dann wieder von vorne anfangen muss. Wir kommen zum DM-Haul. Wir fangen mal an. Das ist jetzt auch so ein bisschen, was ich eigentlich immer bei DM einkaufe, beziehungsweise da sind vielleicht auch so ein, zwei Sachen, die ich so testen wollte, neu dabei. Wir fangen an. Zum Beispiel haben wir getrocknete Feigen und ich habe auch noch getrocknete Aprikosen. Beides ein sehr, sehr guter Snack für zwischendurch. Wenn man auch zum Beispiel was Süßes will, ne? So statt so Gummibärchen. Ich finde, trockene Früchte sind immer sehr, sehr gut. Aprikosen, da erinnert mich Malik Musa immer wieder da dran. Guck mal, sogar meine Kids haben Ahnung. Und zwar isst er die ganze Zeit, weil die, was haben die nochmal? Die enthalten irgendwas. Ich habe vergessen was. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das halt sehr, sehr gut, was die da enthalten. Für was war das gut, weiß ich auch nicht mehr. Wie gesagt, mein Kind erinnert mich daran immer, die getrockneten und entsteinten Aprikosen, Feigen, Apfelringe. Habe ich einmal die knusprigen, einmal die weichen. Wie gesagt, ist ein guter Snack, so ein bisschen was, so. Gesunde Nascherei. Dann, was ich jetzt noch geholt habe, ist Veggie Hack. Genau, das ist nämlich aus Erbsenprotein und Jackfruit. Ja, für diejenigen, die jetzt mich länger verfolgen, die wissen ja auch, dass ich darauf achte, mehr Proteine zu essen. Das hilft wirklich, wenn man darauf achtet, gerade auch wenn man jetzt nicht trainiert, aber wenn man jetzt abnehmen will oder eben wie ich jetzt auch im Krafttraining ist. Man muss wirklich auf seine Proteine kommen und das ist gar nicht so einfach, ohne irgendwelche Ersatz wie Proteinshakes und so weiter, allein nur mit den 3 Mahlzeiten am Tag dahin zu kommen. Ist wirklich nicht einfach und ich bin halt auch nicht eine Person, die jetzt jeden Tag Fleisch isst, deswegen versuche ich das Ganze immer zu variieren und gute Proteinquellen sind auch zum Beispiel Linsen, aber gibt es ja auch bei uns viel. Rote Linsen, Kichererbsen, Bohneneintöpfe, also Linsen auf jeden Fall. Ich mag auch sehr, sehr gerne die Beluga-Linsen, deswegen habe ich die gekauft, diese schwarzen. Die koche ich mir auch sehr, sehr gerne vor. Ab in den Kühlschrank, immer so jetzt, ne, Sommerzeit, ich habe ja gesagt schon, wir machen super viele Bowls. Das als Beilage, als Proteinquelle, super, also wirklich immer so Kichererbsen, Linsen, rote, gelbe, Beluga, braune, was es nicht alles gibt. Super Proteinquelle, sehr, sehr gesund. Und deswegen habe ich diesmal eben auch dieses Veggie Hack geholt, weil das hat, meine Lieben, auf 100 Gramm 71 Gramm Protein. Und ich habe auch noch das, glaube ich, mit Sonnenblumenhack habe ich auch noch geholt. Das ist nämlich aus 100% Sonnenblumenkern, die nochmal so ein bisschen entölt sind.
Und das hat auf 100 Gramm 53 Gramm Protein. Wie die schmecken, weiß ich noch nicht. Können wir ja gemeinsam mal ausprobieren. Aber ich denke mal einfach ab und zu mal eine andere Proteinquelle. Bisschen mal was anderes. Was auch noch eine super Proteinquelle ist, ich mache oft Nudeln. Ist immer, geht schnell, ist einfach mit irgendwelchen Soßen und so weiter. Essen die Kinder auch super gerne. Aber ich mache mir immer eine extra Portion. Ab und zu mache ich es auch für die Kinder, aber die sind jetzt nicht so ein Fan von den. Es gibt ja mittlerweile Erbsen, Kichererbsen und rote Linsennudeln. Gibt es noch irgendwas? Bestimmt. Auf jeden Fall habe ich alle getestet, also alle 3 sozusagen. Und ich finde, die aus roten Linsen schmecken mir am besten. Habe ich ja im letzten Video auch den mediterranen Nudelsalat daraus gemacht. Da haben die Kinder das da hat es den Kindern auch sehr gut geschmeckt. Ich mag die am liebsten. Und die haben nämlich auch eben auf 100 Gramm 26 Gramm Eiweiß. Also hier einfach auch nochmal Eiweißquelle und halt einfach ohne Gluten. Also was ich halt jetzt seit einer Weile achte, ist, dass ich einfach keine Weizenprodukte esse. Und Weizen meine ich halt wirklich Weizenmehl, also kein Dinkel oder Roggen oder Emmer, das Urkorn, sondern wirklich keine Sachen mit Weizen. Ich habe gemerkt, das tut mir gut. Also generell, wenn ich halt wenig so eben Getreideprodukte, sage ich jetzt mal, aber vor allem Weizen esse, geht es mir halt viel besser. So hormonell bedingt auch und so weiter, mit so Aufquellen, man kennt das ja. Also gerade bei mir auch wirklich so vor der Periode und so, wenn ich da wirklich drauf achte, was ich esse, geht es mir besser. Wenn ich nicht so drauf achte, ich merke total, wie ich da aufquelle, was auch ganz normal ist, aber manchmal ist das schon nervig. Deswegen versuche ich da zu achten und ich merke, das tut mir ganz gut. Was ich jetzt aber zum ersten Mal gekauft habe, sind Penne aus 100% Vollkornreis. Die weiß ich nicht, wie die schmecken. Die müsste ich mal probieren und dann mache ich mal ein Update. Da bin ich mal gespannt, wie Nudeln aus Vollkornreis schmecken. Schmeckt das dann wie Reis? Also das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Probieren wir aus. Nochmal Aprikosen. Dann Sesam. Hat mir einfach gefehlt. Sesam benutzen wir auch viel. So gerade so, wenn wir asiatische Gerichte machen, obendrauf als Topping. Schmeckt halt einfach auch lecker. Haferkleie. Könnt immer alles nachlesen, was jetzt alles so für Vorteile hat. Ich werde jetzt hier nicht 3 Stunden erzählen, weil ich merke jetzt schon, ich erzähle sehr viel. Aber Haferkleie, ja, hat immer auch viele, viele Vorteile. Packe ich auch sehr gerne, wenn ich mir irgendeine Früchtebowl mache oder kurz mal ein bisschen Joghurt, Quark oder Skyr mir zusammenmische, dann packe ich gerne ein bisschen Haferkleie mit rein. Buchweizen habe ich geholt. Mit Buchweizen habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht. Buchweizen machen ja viele ein Brot daraus. Aber ich weiß, ich kann mich erinnern, als Kind, bei uns in der polnischen Küche, bei uns zu Hause, wurde das immer gekocht, Buchweizen. Wir haben immer Buchweizen mit irgendwas gegessen. Deswegen wollte ich den einfach so kochen. Und einfach wie so Bulgur oder wie Reis, einfach so als Beilage oder eben auch unter Salate runtermischen. Also ich mag das sehr gerne. Entweder Quinoa, habe ich hier auch irgendwo. Hirse, sowas alles ist immer ganz gut. Einfach mal auch vorkochen, in den Kühlschrank packen und auch eben, wenn man sich einen Salat macht, einfach nochmal drunter mischen. Und ich finde, das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ich packe das wirklich in sehr, sehr viele Sachen rein und das sättigt dann auch sehr lange. Deswegen, ich bin mal gespannt, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wie einfach Buchweizen einfach nur so gekocht schmeckt. Als Beilage eben. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen hier alles sehr High Protein, ne? Ich habe mir immer Maiswaffeln gekauft. Ab und zu mal Reiswaffeln. Aber meistens Maiswaffeln, weil ich die immer so lecker finde, weil das so ein bisschen wie so ein Popcorn-Snack ist. Aber dann habe ich letztens gesehen, dass Linsenwaffeln extrem viel Proteine haben. Und zwar auf 100 Gramm 29 Gramm. Deswegen habe ich ja seit kurzem angefangen, mir die Linsenwaffeln zu kaufen. Und ich muss sagen, schmecken auch wirklich lecker. Die schmecken nicht so gut, aber die schmecken sehr, sehr lecker. Auch hier eben, wenn man mal was snacken möchte, einfach ein paar Linsenwaffeln mit ein bisschen Frischkäse light, ein bisschen Gurke, Radieschen oder irgendwas Knackiges oben drauf. Finde ich sehr, sehr lecker als Snack oder eben so frühstücksmäßig sehr, sehr gut. Dann habe ich noch so ein Granola geholt. Granola mache ich auch oft selber. Manchmal bin ich faul, aber das ist jetzt so ein Kerne- und Saatengranola. Proteinquelle, Omega-3-Quelle. Das finde ich sehr gut, weil, wie gesagt, manchmal mache ich mir mal so auf die Schnelle so ein bisschen Quark, Skyr oder Joghurt. Wenn ihr davon, sage ich jetzt mal, wenn ihr auf die Proteine achten wollt, ist Skyr da am besten. Wobei Quark auch, aber Skyr hat eben halt auch nochmal ein bisschen Probiotika wie Joghurt. Deswegen ist Skyr eigentlich so am besten. Da muss man nehmen entweder Skyr oder Quark oder ich mische Quark mit Joghurt, immer unterschiedlich. Paar Früchte und dann noch ein bisschen sowas oben drauf. Finde ich sehr gut.
Was es nicht gab, aktuell schon seit einer Weile, ich habe auch heute gefragt, die haben irgendwie Lieferschwierigkeiten, sind Kakaonips. Ja, also gehackte Kakaobohnen. Die sind auch immer mega lecker als Topping. Benutzen auch die Kinder immer, wenn sie sich ihren Joghurt mit Müsli oder Granola oder Haferflocken, was auch immer zusammenmixen. Die haben irgendwie Lieferschwierigkeiten. Und Kokoswasser gab es auch keins. Das wollte ich mir auch kaufen, so ab und zu, gerade so nach dem Sport. So Elektrolyte und so weiter ist es ganz gut. Aber habe ich nicht gefunden. Dafür ein bisschen Zartbitterschokolade, 90%. Manchmal mache ich irgendwelche gesunden Süßigkeiten, dann schmelze ich mir die Zartbitterschokolade. Auch so ab und zu snacken. Ist sogar sehr gesund, wenn sie zartbitter ist. Das ist jetzt 90. Oh, seht ihr, allein das Anheben tut weh. Dann habe ich eigentlich hauptsächlich für mich einmal Langkornreis, Vollkorn, also Vollkornreis. Essen die Kinder, mögen sie auch nicht, wenn ich es dann mache, die essen es, ja, aber es ist nicht deren Favorite. Die lieben halt den türkischen Reis, also den Reis auf türkische Art, den weißen Reis. Mit Vollkornreis ist natürlich besser, es hat ein bisschen mehr Ballaststoffe und so weiter, ist immer besser. Aber ja, manchmal will ich mir dann eben Vollkornreis machen und dann mache ich mir extra dann eine Portion und auch hier ein bisschen vorkochen, in den Kühlschrank ein paar Tage lassen. Dann hat man einen Ersatz und ja, ab und zu jubele ich es auch den Kindern unter. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. So, hier sind eben noch Kakao, wollte ich sagen, Apfelchips. Also wir haben einmal Apfelchips und einmal Apfelringe. Das sind die weichen, das sind die knusprigen. Nochmal Linsenchips. Und hier haben wir eben Kürbiskerne. Ich habe auch den Kids gesagt, auch die Jungs zum Beispiel, die sind ja sehr, sehr schlank. Die wollen so ein bisschen zunehmen und so weiter. Und dann sage ich, ja, ihr müsst einfach mal regelmäßiger einfach mal eine Banane mehr essen. Einfach mal Nüsse essen, Datteln essen, einfach mal so zwischendurch, so, also gesund zunehmen, ja, nicht einfach zunehmen, weil man dann irgendwie Fastfood isst oder irgendwelche Süßigkeiten, sondern einfach gesund zunehmen. Und sowas geht auch super mit Kürbiskernen vor allem, die sind auch sehr, sehr proteinreich, sehr, sehr gesund, sollte man auch wirklich ab und zu einfach irgendwo reinhauen. Das mache ich eben auch immer auf die Bowl. Salat im letzten, den mediterranen Proteinsalat waren die auch drin. Deswegen Kürbiskerne sind auch viel im Einsatz. Dann auch Hanfsamen, auch sehr, sehr gut, auch proteinreich und gesund. Da muss man ein bisschen aufpassen, sie sind schon sehr kalorienreich, aber so ein bisschen so obendrauf als Topping. Ich finde das auch sehr lecker so aufs Brot, ne, wenn so Frischkäse oder irgendwas ist, das nochmal so obendrauf. Es hat so einen schönen, nussigen Geschmack und eben auch sehr, sehr gesund. Ich glaube, es hat auch viel Omega-3. Natürlich Proteinquelle, reich an Omega-3-Fettsäuren, genau. Hier dann die Goji-Beeren, hatte ich lange nicht mehr. Hatte ich früher auch immer gekauft, hatte ich jetzt lange nicht mehr. Habe ich hier geholt, einfach auch als Topping. Ist ja auch so ein Superfood. Noch mehr Kürbiskerne. Apfelringe. Cashewbruch. Also es gibt einmal Cashewkerne, der Cashewbruch. Das sind ja so ein bisschen die kaputten, die sind günstiger. Deswegen habe ich die geholt, weil daraus mache ich sehr gerne Energieballs. Die mache ich jetzt auch demnächst wieder. Letztens hatten wir ja so Zitronen-Energieballs, die waren sehr, sehr lecker. Miriam hat noch einen Haferdrink Vanille bestellt. Das ist das, was sie immer für ihren Matcha benutzt. Die macht sich ja immer so einen Vanille-Matcha, so einen süßen. Ich trinke eigentlich immer eher so einen Kaffee oder mein Matcha einfach Barista, Hafermilch. Meistens die mit bisschen Soja, die mag ich am liebsten. Ja, aber das ist Miriam ihre. Dann Gemüsebrühe. Aktuell bin ich ja so ein bisschen faul, was Brotbacken angeht und so weiter. Mein Kefir mache ich nur die ganze Zeit. Ansonsten Brotbacken ist mir gerade zu warm. Obwohl jetzt ist wieder ein bisschen kühler geworden. Ich hätte eigentlich heute Brot backen sollen. Naja, vielleicht mache ich ja Teig für morgen. Mal gucken, aber ich bin ein bisschen faul. Und deswegen bin ich auch ein bisschen faul. Aktuell auch meine Gemüsepaste mache ich ja mal selber. Deswegen ist es immer gut, wenn ich dann Gemüsebrühe in Pulverform parat habe. Die finde ich immer gut. Die ist nämlich ohne Geschmacksverstärker und so weiter. Naturell, biologisch. Und als letztes zum Süßen Ahornsirup. Also wenn ich was süße, eigentlich süße ich kaum was. Ich habe mich schon sehr, sehr gut entzuckert. Aber wenn ich was süße, dann eigentlich mit Honig oder Ahornsirup oder einfach mit Datteln. Ja, also wenn ich mir jetzt irgendwas mache, dann ja, es ist eine ganz gute Süßungsquelle, sage ich jetzt mal. Das war's dann mit dem kleinen DM-Haul, würde ich sagen. Wie gesagt, Kakaonips haben mir jetzt noch gefehlt und das Kokoswasser.
Ansonsten habe ich, glaube ich, alles bekommen. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr öfters so eine Kleinholz sehen wollt. Dann weiß ich Bescheid, ob das bei euch ankommt oder nicht. Und ich mich und ich mache mich jetzt weiter. Ja, ich bin K.O. Das Training war gerade irgendwie anstrengend und und ich bin, ja, ich switche jetzt wieder. Ich war jetzt eigentlich, ich glaube, 2 Monate lang habe ich jetzt intensiv Krafttraining gemacht, 3 Wochen und wenig Ausdauer. Und jetzt schraube ich mein Krafttraining runter wegen dem Tennisarm und werde jetzt 2-mal die Woche Krafttraining machen und dafür mehr Ausdauer. Ich muss auch noch ein bisschen cutten, deswegen eigentlich muss ich auch mehr in die Ausdauer noch reingehen. Aber ich will meine Muskelmasse nicht verlieren, deswegen trotzdem 2-mal die Woche. Weiter geht's im Programm. Aber ja, das ist so aktuell meine Trainingsroutine. Wenn es interessiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist mein Hobby. Es rettet mir meinen Alltag. Es geht jetzt weiter an die Arbeit. Ich muss so überlegen, was ich noch heute koche. Ich fange an zu kochen und die armen Kinder, die kriegen aktuell jeden Tag was mit Zucchini. Aber was soll ich machen? Ich koche das, was der Garten hergibt. Und der gibt aktuell einfach viel zu viele Zucchinis. Ich habe schon Hikmet gesagt, der soll nächstes Jahr bitte weniger einpflanzen. Ich glaube, ich habe ihm das sogar schon letztes Jahr gesagt. Also Zucchini ist irgendwie, glaube ich, das Einfachste, was man im Garten einpflanzen kann, was einfach super ergiebig ist. Und die werden einfach viel zu groß. Das geht so schnell. Ich habe schon gesagt, verschenken ein bisschen und so weiter, weil das wird echt viel. Auf jeden Fall mache ich jetzt einmal Zucchini-Röllchen. Ich halbiere die mal. Ich gucke mal, ob eine reicht oder ob ich noch eine nehme. Ich mache jetzt so Scheiben. Soll ich das mit einem Hobel machen? Nee, ich mache es mit einem Messer. Ich mache einfach jetzt so Scheiben. Mache die auf dem Backblech. Und dann ein bisschen mit Öl einsprühen und dann erstmal in den Ofen, damit die weich werden. Und dann mache ich wie für andere Füllung, das klassische auf türkische Art. Die Füllung mit Hackfleisch, Reis, Gewürzen. Ich mache ein bisschen Paprika, Zwiebel, Knoblauch und so weiter rein, Tomate. Alles so in so einem Mixer klein machen. Und dann das als Füllung. Und das ist auf jeden Fall lecker. Das wird jeder essen. Mit dem Hobel wird es vielleicht gleichmäßiger. Ich mal so. Ah ja, das ist besser. Das ist besser. Ja, das ist gut. Also definitiv nicht zu dünn machen die Scheiben, weil wenn die garen, werden die auch noch mal kleiner. Ich habe jetzt noch eine Zucchini genommen, ich mache das jetzt noch im Airfryer parallel. Da geht es sogar noch schneller, ich habe das so auf Grillfunktion gemacht. Und jetzt, ich habe jetzt mir Handschuhe an. Ich habe hier jetzt super viel Füllung gemacht, deswegen ich gucke mal, ob ich noch ein paar mehr Zucchinis mache. Ich werde sehen. Ich habe jetzt Hackfleisch, Reis, ich habe jetzt Zwiebel, Paprika, Tomaten, alles klein gemixt. Mit der frischen Petersilie direkt, dann Gewürze reingemacht und das Ganze zusammen gemixt. Die ist jetzt auch recht fleischhaltig, also da ist schon, wobei Fleisch-Reis-Verhältnis. Bei mir ist alles Augenmaß, ne? Okay, deswegen jetzt hier zum Beispiel so ein Rezept durchgeben, ist bei mir immer so Dings, ne? Wie viel Zucchini, wie viel davon, das Augenmaß. Wenn ich noch mehr Füllung habe, fülle ich dann noch was anderes mit dazu. Wenn mir Zucchini fehlt, mache ich noch ein bisschen Zucchini. Also ich mache da jetzt schon ein gutes Stückchen. Also es soll schon mehr wirklich, sage ich mal, wie so eine Bulette sein, die dann halt einfach nur ein bisschen mit dieser Zucchini eingerollt ist. Und dann lege ich das so in die Auflaufform. Na, ich glaube, da werde ich noch mehr Zucchini brauchen. Ich sehe es jetzt schon. Obwohl ich dachte, ich mache noch ein paar Kartoffeln dazwischen. Weil ich dachte mir so, was passt denn dazu jetzt noch? Kartoffeln noch und dann Soße. Ja, wir kicken. We will see.
Ich habe doch noch, ich glaube, 4 weitere Zucchinis benutzt. Aber ich habe mal parallel in den Airfryer immer die Scheiben reingemacht. Das war ganz gut so. Aber ich habe noch super viel Füllung. Aber da mache ich dann morgen was draus. Jetzt kommt nur noch die Soße rauf. Das ist ja die, was ich auch immer für diese Buletten und so oder diese Auberginenaufläufe benutze. Einfach mit Tomatenmark, Olivenöl, Gewürzen und etwas Wasser zusammengemixt. Und das auch ruhig so in diese Füllung hier mit rein. Benutze ich auch für die anderen immer gefüllten Dinge, die ich so mache. Jetzt nur noch ein nasses Backpapier abdecken, so gart das einfach besser. Später gart es auch noch mal ab und ab in den Backofen damit. Das ist aber lecker. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich habe jetzt hier noch ein paar restliche Kartoffeln noch im Airfryer gemacht und wir haben noch ein paar Nudeln von gestern übrig. Das lassen wir uns jetzt schmecken und hiermit beende ich auch den Vlog für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry für die Verzögerung mal wieder, aber ich hatte irgendwie Magen-Darm oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ich will jetzt auch nicht überlegen, was das war. Auf jeden Fall war es unangenehm, sagen wir es mal so. Ich hoffe dennoch, der Vlog hat euch gefallen, auch wenn er jetzt ein bisschen später gekommen ist. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns sehr. Und falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr hier raufklicken. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das Ganze hier nachholen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald! Und das könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Ist super lecker.